Hallo und recht herzlich willkommen bei Vancamper 65. Ich bin der Richie, das ist der Quocki und den haben wir jetzt letzte Woche genau 2 Jahre und 48.000 Kilometer. Ein kleines Fazit der letzten 2 Jahre, was wir alles so umgebaut haben, das seht ihr in diesem Video und lasst gerne ein Like da, wir freuen uns. Los geht's! Beim Quocki handelt es sich um ein Megamobil Classic 600 mit Querschläfer. Erstzulassung war Februar 21. Von Werk aus bzw. vom Händler aus direkt haben wir dann die 18 Zoll Bohrbettfelgen uns gleich mitbestellt. Weiter vorne haben wir dann noch einen sogenannten Personenschutzbügel. Ich weiß, da sind wir immer geteilter Meinung, was das soll. Mir hat es gefallen. Ich habe dann von Light Parts noch ein kleines LED-Paar angebaut, was auch zugelassen ist als Zusatzscheinwerfer. Oben habe ich dann auch noch eine längere Dachantenne für besseren DAB-Empfang mir installiert, zusammen mit dem Splitter, der DAB und UKW dann verstärkt. Ja, des Weiteren haben wir natürlich noch eine schöne Folierung anbringen lassen. 65 ist für alle, die es interessiert, mein Baujahr und deswegen auch Vancamper 65. Wir haben eine Dieselheizung installiert und eine Trockentrenntoilette. Und das Tolle an der Trockentrenntoilette ist, dass wir jetzt dieses Fach hier quasi komplett nutzen können als noch so Krustelfächle, weil wir keine Kassette mehr brauchen. Auf der Rückseite dann, ich muss aufpassen, dass ich da nicht hinfall, weil hier waren, ich zeige es euch mal schön, überall Wildschweine. Des Nächtens wohl, sieht nur ganz frisch aus. Ja, und hinten haben wir dann letztendlich noch so eine Riffelblech-Stoßstange installiert und eine Anhängerkupplung. Und oben dann, ich weiß nicht, ob man sieht, die Rückfahrkamera von Alpine. Was zur Außenvorstellung auch noch dazu gehört, ist meiner Meinung nach dieses HT-Rohr. Das ist einfach ein 50er HT-Rohr mit 45 Grad Winkel zum Wasser einfüllen. Unten noch ein bisschen hier mit Panzertape und dann passt es optimal da rein und man kann schön das Wasser einfüllen. Danke an Helge von Troll & Turban von dem Tipp. Für den Tipp, jetzt haben wir es. Und diese praktischen Helferchen, die gibt es beim Timo von Style. Magnet, da kann man wunderbar dann alles hinhängen, was man gerade mal so nebenher braucht. Vielleicht noch eins zur Info, ich fahre das Auto auch als Alltagswagen, deswegen sieht er auch ein bisschen so aus, wie er aussieht. Ich tue den nicht immer wienern und pflegen, weil bei dem Wetter wird er sowieso immer gleich dreckig. Wie schon gesagt, er hat 165 PS und ich habe noch eine Drehmomentsoptimierung bei Tech Power in Remagen machen lassen vor 1,5 Jahren. Bin damit eigentlich sehr zufrieden, man merkt ein bisschen mehr Durchzug, Außenkurven raus, wenn man gerade so Serpentin nach oben fährt. Und der Spritverbrauch, so wie ich fahre am Tag 20 Kilometer zur Arbeit, viel Stop and Go und dann halt Überland. Aber im Schnitt sind wir bei 9,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer inklusive Reisen. Also das im Schnitt die letzten 2 Jahre. Ich denke, das passt. Und jetzt gehen wir mal rein, gucken, was wir drin alles so verbessert haben. Boah, da geht Wind draußen. Jetzt sind wir innen drin, wie unschwer zu erkennen. Vielleicht noch eine Sache zu außen und nach innen kommen. Wir haben an den Türen auch diese Bleche von Brickstop verbaut oder dieses Blech an der Fahrertür. Das ist sehr zu empfehlen, weil bei den Ducato und Co. Fahrzeugen kann man unterhalb vom Türschloss auf der Fahrerseite einfach mit einem Schraubendreher durchs Blech durchstechen und dann die Mechanik aushebeln, dass man quasi die Zentralverriegelung auflöst und man ist ruckzuck im Auto. Das verhindert dieses Blech von Brickstop und informiert euch mal darüber. Ist einfach einzubauen, kostet nicht viel, aber hilft eine Menge gegen Einbruch. Apropos Diebstahlsicherung, wir haben auch noch diese Ketten, die letztendlich hier ein kleines Blechle an der Seitentür installiert wird und dann mit diesem Haken im Kurzschloss unten eingehakt wird, sodass man von außen die Türe dann auch nicht mehr aufmachen kann. Ziemlich praktisch, wenn man nachts hinten schläft und vorne will einer einbrechen, kriegt er die Türe nicht auf. Das gibt es für beide Türen und auch die Schiebetür und auch hinten für die Hecktür entsprechende Sicherung verbaut. Tja, kommen wir zum Cockpit. Was haben wir am Cockpit alles noch groß verändert?
Wir haben zum Beispiel eine Brodit-Telefonhalterung installiert, die quasi am Lüftungskanal auf der Fahrerseite drauf geklipst wird und dann mit einem Kabel entsprechend über die USB-Buchse dann mein iPhone an das Alpine Navi Center mit anschließt. Tolle Sache, wird geladen während der Fahrt und hält bombensicher, sehr zum Empfehlen. Des Weiteren haben wir natürlich das Alpine Radio. Auch das möchte ich nicht mehr missen mit seinem großen Display. Haben wir damals auch gleich mitbestellt beim Händler. Weiter unten sehen wir dann ein paar schöne Sachen, die die Shibi dann gebaut hat. Diese Tempo-Box uns gebaut. Wie überhaupt viele Dinge, die Shibi hier aus Filz gemacht hat, ist auch diese Tempo-Box aus Filz. Und drunter seht ihr gleich so ein Täschle, wo sie sich irgendwo mal in so einem 1-Euro-Laden gekauft hat, inklusive Haken, die wir dann hingemacht haben. Und so haben wir jetzt auch noch ein kleines Zusatzfach, wo halt einfach Papier oder Dosen oder was auch immer so Kleinkrug dann reinkommt. Hat sich als ziemlich praktisch erwiesen und tut auch nicht groß stören im Fußraum. Was wir zusätzlich auch noch verbaut haben, ist ein GPS-Tracker von der Firma Autoscope. Wirklich easy einzubauen. Auch da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Verlinke ich euch da oben. Schaut es euch an. Für mich Top-Lösung. Spottet sofort, wenn das Auto geklaut werden würde über GPS und du kriegst eine Meldung aufs Handy und kannst nachverfolgen, wo das Auto dann in dem Moment ist. Einwandfrei. Vielleicht noch was zum Thema Alpine und Sound. Wir haben auch noch einen Subwoofer verbaut von Alpine unten, der richtig Bums macht, und ich habe auch Eaton-Boxen verkauft. Unlängst auf der CMT bin ich mit dem Olli von ARS24 zusammengekommen, wir haben uns kennengelernt. Und er meinte, probier doch mal die Option aus. Da gibt es demnächst auch ein Video, wie ich die Option einbaue. Zeige ich euch, wie die eigentlich relativ einfach ausgetauscht werden können. Und ich sage euch was zum Vergleich von den Eaton und den Options. Nur mal kleiner Spoiler, das kommt dann demnächst auch auf diesem Kanal. Soweit dann mal vorne zum Cockpit. Ich meine, da könnte man 1000 Sachen ändern. Jeder hat da seinen eigenen Geschmack. Das war mal geschwind für uns das Wichtige. Kommen wir zur Dinette. Hier sicherlich die größte Veränderung im Vergleich zu einem Standard-Kastenwagen ist dieser Tisch. Der hat ein Zentralstandbein, was ordentlich Abstand für die Beine ermöglicht. Sprich, man kann da schön rein und rausrutschen. Bringt aber unheimliche Variabilität. Schwieriges Wort. Zum Beispiel, wenn man abends jetzt ins Bettle geht und dann Klamotten auszieht und so, hat man jetzt hier schön Platz, sich zu bewegen. Kommt sich da weniger in die Quere. Zum Essen letztendlich, seht ihr ja, kann man den Tisch auch in alle Richtungen ziehen und machen und tun. Und da wir nur zu zweit unterwegs sind, ist das für uns die beste Möglichkeit. Wir brauchen auch diesen Ausklapptisch auf der Unterseite nicht, weil der Tisch etwas breiter ist wie ein normaler Tisch. Deswegen, wenn er in Fahrstellung ist es auch mit Sitzen auf der Sitzbank zugegebenermaßen sehr, sehr eng, beziehungsweise geht gar nicht. Da wir aber nur zu zweit fahren, für uns die optimalste Lösung. Und man kann das unten festklappen und dann geht da nichts mehr vorwärts. Noch eine Kleinigkeit, die zu erwähnen wäre, gerade weil der Tisch hinten an der Wand nicht fest ist, hat die Shibi aus Makramee noch ein schönes Täschchen gemacht. Da kommen dann abends zum Laden die Handys rein, sind sie aufgeräumt, weil genau gegenüber haben wir die USB-Ladebuchsen. Was ich ja dann nachträglich noch verbaut habe, hier oben war ein Lichttaster, ein aus, und ich habe jetzt so einen Dimmer hier noch mit eingebaut, damit man einfach abends ein bisschen mehr Ambientebeleuchtung hinkriegt. Das war relativ einfach auszutauschen, hat wunderbar funktioniert, sinnvolle Ergänzung. Was ich dann auch noch in alle Schränkchen gemacht habe, sprich in der Dinette und im Küchenschränkle, das sind so USB-Bewegungsmelderlämpchen. Die gehen an, wenn quasi die Bewegung verspüren. Die habe ich mit Magnet reingeklebt. Kosten einen kleinen Taler, kann man mit USB aufladen und machen die Schränkchen innen hell. Ich habe extra ein bisschen abgedunkelt, dass ihr mal seht, wie hell das Ganze dann ist. Praktische Sache. Da wären wir dann auch schon mal in der Küche angelangt. Da haben wir hier Oberschränkle
wo halt ein paar Sachen drin sind, die man so braucht in der Küche. Wie gesagt, da räumt ja jeder anders da aus. Ich habe es mal erwähnt, die Schibi hat noch überall solche schöne Filzsachen gemacht, wo man die Gläser dann ein bisschen schützen kann. Weil die Silvi-Sachen sind übrigens richtig klasse, aber mir persönlich sind sie zu teuer und so kriegt man auf jeden Fall mehr rein, wie wenn man jetzt die Silvi-Gläser da einzeln reinstapeln würde. Selbst Weizengläser haben wir dabei und wir sind halt ein Echtglas-Fan und deswegen ist das für uns die billigere und bessere Lösung. Auch aus Filzuntersetzern zusammengeschnitten und dann mit dem Gummiband einfach hinten hingenäht, haben wir diese Glasplattenschoner. Das ist optimal. Davor hatten wir so eine Tropfmatte liegen, die war natürlich größer und an den Ecken ist dann immer ein bisschen wackelig gewesen. Jetzt mit diesen Filzuntersetzern, die wir dann optimiert haben, ist das jetzt eine schöne Fläche und den Glasplatten kann da nichts mehr passieren. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir mal so eine Schublade auf. Auch hier drin alles mit Filz ausgekleidet. Da kann nichts mehr passieren. Selbst die Teller haben Filzuntersetzer dazwischen und da klappert nichts mehr. Des Weiteren, was natürlich auch dazu gehört bei so einer Reise, ist der Omnia. Den haben wir da dahinter versteckt. Darunter ist der Omnia. Ihr hört ihn. Optimal, möchte man auf den Reisen auch nicht mehr missen. Omnia ist auch eine klare Empfehlung. Auch Megamobil typisch war dann quasi hier ein Taster, ein DIM-Taster, welchen ich in der Dinette drüben jetzt verbaut habe. Den habe ich hier ausgebaut, weil jedes Mal, wenn du da rangegangen bist an diesen Taster, ist draußen an der Markise das Licht angegangen. Deswegen war mir hier lieber, dass ich einen mechanischen Schalter habe. Achtung, jetzt ist an, jetzt ist aus und man kann auch dimmen. Aber wie gesagt, dieser Soft-Taster hier, das war mir immer ein Ärgernis, weil wenn du stehst und da drunter langst, weiß man nie, wo man mit der Hand ist. Und jetzt kann man es ertasten und dann passiert auch nichts, weil da ist jedes Mal draußen das Licht angegangen und du hast dich gewundert, warum das an war. Deswegen habe ich das verbaut. Und wenn wir schon in der Ecke sind, dieses Regal da hinten und auch das Regal da vorne an der Dinette, das hält mit Screw-Illusion. Das kennt ihr sicher auch sehr zu empfehlen. Selbst auf diesem, ihr hört's, rauen Holz halten diese Screw-Illusion-Teile hier optimal, schon seit 2 Jahren. Eins habe ich auch noch vergessen, vorher aber schon mal erwähnt. Der Timo von Style, der macht solche Sachen, so Magnete sind sein Ding, Edelstahl ist sein Ding. Da haben wir dann quasi hier und auf der anderen Seite ein Magnet hingemacht. Und wenn wir dann irgendwie mal stehen und nicht vorne unser Rollo hoch machen wollen an der Frontscheibe, dann machen wir einfach hier so einen Teppich. Da haben wir so ein Tuch, 3 x 3 Meter. Das machen wir dann mit den Magneten da fest. Und dann haben wir da auch unsere Ruhe draußen. Und zum Abschluss der Küche haben wir dann hinten noch so, ja, wie nennen wir es, ein Schwerlastauszug ist es jetzt nicht, aber es ist halt so ein Auszug unterm Kühlschrank. Da ist quasi oben drüber so viel Platz. Und da habe ich dann, die habe ich jetzt nicht dabei. Aber ja, man sieht solche Schienen eingebaut. Und da kann ich dann von Ikea noch so eine Plastikwanne reinfahren. Da haben wir den Platz auch ausgenutzt. Manche haben auch hier ein Brett rüber gemacht und haben dann da extra noch ein Schubladenfach. Da kann man also auch noch Platz optimieren. Und von der Küche nach rechts ein paar Schritte gehen, kommt man dann ins Bad. Und die auffälligste Änderung im Bad ist bei uns unsere Trockentrenntoilette. Hier ist sie von Trellino. Das ist die L in Holz und das wollen wir nie wieder missen. Das hätten wir schon viel früher machen müssen. Und unser nächstes Fahrzeug hat von Anfang an eine Trockentrenntoilette drin. Des Weiteren haben wir noch so eine kleine Optimierung gemacht. Die Schibi brauchte dann noch so ein Schminktischchen. Sprich, wir haben einfach 2 Magnete hingemacht und dann das Wendlet drauf. Das heißt, wenn man da drin ist, kann die Schibi sich schminken an dem Tischle. Und wenn man mal auf den Pott muss, dann kann man das Ding wunderbar abnehmen, geschwind auf Seite legen
Und dann kann man hier auf dem Pott, apropos Pott, das was ihr da oben seht, ist der Halter für den Deckel von der Trellino. Weil wenn man mal ein bisschen schräg steht, die Trellino ist relativ nah an der Wand eingebaut. Der Deckel geht auf, aber wenn man ein bisschen nach vorne gekippt steht, ist der Deckel immer umgefallen. Und mit diesem Lederriemen jetzt hier kann ich letztendlich, zack, die schön so halten. Wenn es einer nachbauen will, gerne. Ja, und was ihr hier seht, bin in erster Linie ich und in zweiter Linie ist ein Spiegel. Das ist einfach so ein Acrylglasspiegel, den wir gekauft haben und dahin geklebt, beziehungsweise auch mit Screw-Illusion quasi in die Ecke 4 Löcher reinbohrt, die Screw-Illusion da drauf und dann hält es wunderbar und man hat ein bisschen den Spiegel in dem Fahrzeug. Und wenn wir nach unten weiter gucken, unsere neueste Errungenschaft, eine Edelstahlwanne. Richtig klasse. Die haben wir einbauen lassen bei Mona und Nico von Mietcamper Megamobil.at, weil der Schibi hat es einfach nicht mehr gefallen, wie es da drin aussieht. Gut, dann hat es auch zahlen müssen, aber jetzt haben wir Edelstahl-Duschwanne. Weil zugegebenermaßen durch die Trellino hat die weiße Duschwanne nicht mehr so toll ausgesehen und harmoniert. Und wir haben auch jetzt wesentlich mehr Stabilität, es ist nicht mehr so wackelig. Wir hatten zwar keinen Wasserausbruch, weil irgendwie gerissen oder so, aber jetzt haben wir auf jeden Fall gar keine Sorgen mehr. Ja, ein Außenbad raus, dann letztendlich nach hinten der Gang entlang noch ein paar Schritte. Da seht ihr dann ja, den Kellerraum. Da habe ich ja auch schon mal beschrieben, ich verlinke es gerne. Da habe ich so ein, ja, wie nennt man es, so ein Regalsystem reingebaut. Da sind normalerweise 2 Schottwände, aber die obere haben wir quasi ja, ausgebaut, liegt in der Garage, weil der Vorteil ist, wir haben jetzt natürlich hier von der Küche aus Zugriff auf diese Boxen und können dann während dem Kochen dann oder abends sind dann Getränke da drin und haben da optimalen Zugriff. Und wenn wir unten was brauchen aus der unteren Box, können wir das einfach hochziehen, das Schott, und haben dann die Möglichkeit, unten noch aus den Boxen was rauszuholen. Für uns eine optimale Möglichkeit. Ihr seht, das hält auch von allein. Deswegen auch hier dieser Lederpümpel, der mich im Übrigen auf die Idee gebracht hat, das gleiche im Klo dann auch zu machen als Klodeckelhalter. Und so können wir es einfach wieder runterfahren. Und was der Classic auch hat, ist letztendlich hier so ein kleines Trittfach, dass man gemütlich hochkommt ins Bett. Ja, und bevor ich euch jetzt nochmal das Heck zeige, beziehungsweise das Bett, da will ich raus und das von außen zeigen. Im Vorbeigehen ist mir noch aufgefallen, ich hatte mal ein Riesenproblem, dass das Heki aufgegangen ist und habe dann ein Video gemacht mit Rohrschellen. Das Video hat dann der Timo von Style.de zum Anlass genommen und solche kleine Nupsis hier, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber sowas hat er dann quasi gefräst aus vollem Kunststoff und optimal. Das heißt, alle, wo Probleme mit dem Heki haben, wenn das aufgeht bei starkem Wind oder schneller Fahrt, die Dinger dann quasi da rein und ihr seht hier dieses Löchle da reingeklipst, zack, und dann ist es hier bombenfest. Wenn man das da raus hat, sieht man, da hat man riesen Platz. Und mit den Dingern hier ist das optimal. Nur so als kleiner Tipp, die Heki-Sicherung vom Timo von Style.de. So, jetzt sind wir hier draußen vom Garten quasi ins Schlafzimmer reingekommen. Übrigens alles wunderbar hier mit diesem Teddyfell, sage ich immer, verkleidet. Selbst hier der Überstand, sprich du hast keine Zugluft von hinten. Wenn die Türen zu sind, ist da kein Spalt mehr zwischen den Türen. Alles wunderbar gedämmt, nur mal so am Rande. Ja, und das ist jetzt unsere Lösung, weil die Originalmatratzen waren für uns inakzeptabel. Wir haben jetzt hier beim Just, ehemals dänisches Bettenlager, so eine Kaltschaummatratze geholt und von Cube Camp dieses, nennen wir es mal, Tellerfedern-System eingebaut. Der Vorteil an diesem System, du kannst es direkt auf den Lattenrost drauflegen. Auch der Lattenrost bei Megamobil ist komisch, weil diese Latten hier, die waren verkehrt rum eingebaut, die hatten kaum Federkomfort. Jetzt ist es etwas besser gewesen, aber mit diesem Cube Camp schlafen wir jetzt richtig klasse. Und der Matratze, da muss man auch nichts an den Ecken machen.
Die ist 2 Meter mal 1,40 Meter, geht Press da rein. Tippitoppi. Ja, und weiter unten dann links, ja, ich weiß, es ist ein Gasfach. Ganz hinten ist eine 11 Kilo Gasflasche, die wir seit 2 Jahren mit uns rumfahren. Die ist immer noch voll, die reicht. Die nutzen wir ja nur zum Kochen, weil wir eine Dieselheizung haben. Und dann ist halt da noch so kleine Tischle drin, Falteimer, Gießkanne, Auffahrkeile, was man halt so alles braucht. Und dann hier von hinten mal, ja, ich musste jetzt noch einkaufen für meine Eltern. Der Apfelsaft liegt da drin, wie gesagt, das ist mein Alltagsauto. Auf der rechten Seite seht ihr unsere Stühle, die werden da quasi so rein gekeilt. Oben ist noch so eine Querverspannung, dass die Stühle nicht rausfallen können und auch das Ganze hier bombenfest sitzt. Das kann ich dann rausdrehen und dann kann man die Stühle entnehmen. Das sind so Westfield Noblesse, recht große Stühle. Und oben, wo jetzt das Klopapier liegt, da passt dann unser Tisch rein. Der ist 1,40 Meter mal, ich glaube, 80, also auch ein recht großer. Und der passt da genau da rein. Und dann hat man immer noch die Möglichkeit, die Boxen dann rauszunehmen, wenn das Klopapier jetzt nicht den Weg versperren würde. Und hier dann wieder Sachen vom Timo, von Style. Ihr merkt vielleicht, ich bin Fan davon. Der macht wirklich geile Sachen. Das sind zum Beispiel die Markisenhalter, die mit Magnet versehen sind. Ich versuche es mal wegzumachen. Ja, ging. Ja, unten seht ihr, da sind, ich weiß nicht, 12 Neodynmagnete dran. Und dann wird der Fuß dahin geschraubt von der Markise. Und das Ding hält dann batsch, bombenfest draußen. Den hier habt ihr vorher schon gesehen, diesen Y-Halter, so ein Universalwerkzeug. Und ja, so eine kleine Edelstahlplatte mit Filz bezogen, passt da optimal hin. Da sind die Sachen schon mal aufgeräumt. Was ja auch sehr nützlich erweist, ist letztendlich diese Markisenkurbel. Ihr seht sie da nur noch links am Eck rausblitzern. Die nutze ich als Halter, ja, für unseren, nennen wir es Vorgartenteppich und unsere Picknickdecke. Da habe ich solche wie nennt man es? Glättbänder. Die gibt es am laufenden Meter. Die habe ich ziemlich oft verwendet, weil die kann ich aufmachen, zumachen. Optimal gibt es von der Rolle und besser wie Kabelbinder. Ach ja, und da ich hinten an der Tür schlafe, brauche ich natürlich dann auch ein Täschchen, eventuell für Tempos oder die Brille oder. Und da hat mir die Schiebe aus Makramee dann hier was gemacht. So ein einfacher Türhaken oben rein und dann kann ich dann nachts meine Utensilien reintun. Und hier zeige ich euch noch mal schön, was ich gemeint habe mit diesem Überhang an der Hecktüre. Da sieht man also kaum noch einen Spalt, somit auch keine Zugluft mehr. Wollig hier hinten drin, richtig gemütlich mit diesem Teddyfell nenne ich es. Und auch hier haben wir dann quasi oben in den Schränken, die gehen jetzt bloß nicht an, diese Lichtle verbaut. Die gehen nur an, wenn es dunkel ist. Top Sache. Das war's jetzt mal von der Vorstellung vom Quokki, soweit nach 2 Jahren mit unseren Veränderungen, Optimierungen, was wir alles gemacht haben. Wenn ihr noch Ideen habt, die interessant wären, schreibt es in die Kommentare. Dafür ist die Community ja da, dass man sich da ein bisschen austauscht. Wir haben auch viel von anderen abgeguckt, aber ja, so geht's halt dann vorwärts mit den Verbesserungen. Fertig ist man nie. Zum Schluss dann noch ein bisschen was über das Fahrzeug an sich. Ich höre immer wieder auf anderen Kanälen oder in anderen Berichten oder lesen Foren, dass Leute sagen, ja Adria, das und das ist kaputt, da ist der Motor gleich kaputt gegangen. Oder bei Pösl war das, da ist gleich hier, was weiß ich, die Achse ausgeschlagen. Man muss da, denke ich, immer unterscheiden zwischen Basisfahrzeug und Ausbauer. In unserem Fall sind wir bei Megamobil auf Peugeot Boxer. Das heißt, was am Fahrzeug, am Triebkopf passiert, ist Peugeot. Was am Ausbau passiert, das ist Megamobil. Und da muss man ganz klar trennen. 2 Jahre und 48.000 Kilometer mit dem Peugeot Boxer, keine Probleme gehabt. Bis auf vor 2 Wochen, da ist mir hinten rechts eine der 2 Blattfedern gerissen. Wir haben das Heavy-Chassis, das sind 2 Blattfedern quasi hinten pro Seite. Und da ist mir die rechte obere Blattfeder gerissen.
Auf den Bildern, ich kann es euch mal einblenden, sieht man ganz klar, dass da ein Haarriss schon mal drin war. Das war von unten circa zur Hälfte schon mal angerostet. Und dann, wo es gebrochen ist, der frische Bruch, hat man dann grau gesehen. Da bin ich gerade dran mit Kulanz. Das Problem war halt nur, ich habe es nicht in einer Peugeot-Werkstatt reparieren lassen, sondern beim befreundeten Autohaus, weil die Teile schneller verfügbar waren und wir mussten unbedingt zum Fan for Van Wintercamp, deswegen habe ich es dort machen lassen. Wie gesagt, ich bin jetzt mit Peugeot in Kontakt und da werde ich mal berichten, wie das ausgeht, weil eine Blattfeder darf eigentlich nicht kaputt gehen. Ansonsten ist der Peugeot gelaufen und gelaufen. Ja, Steinschlag hatten wir mal in Norwegen, aber da kann das Auto nichts dafür. Der ist dann in der Peugeot-Reparaturwerkstatt repariert worden. Ja, da mussten sie dann zweimal ran, weil nach dem ersten Einbau ist Wasser noch eingedrungen, war es undicht, aber nach dem zweiten Mal war es dann dicht. Wie gesagt, da kann das Auto nichts dafür. Vom Aufbau her hinten alles tippitoppi. Da sind wir, wie gesagt, nach wie vor vollauf zufrieden mit Megamobil, mit der Qualität vom Innenausbau, ja, mit den Stoffen, mit der Verarbeitung, mit der Stabilität. Erschrocken sind wir allerdings, wo wir auf der CMT jetzt dieses Jahr waren und die Fahrzeuge uns angeschaut haben, was die Preise jetzt anbelangt. Aber ich glaube, das ist ja in der ganzen Branche so, da kann Megamobil auch nichts dafür. Die schwimmen da auch nur mit im Fluss, weil ca. 18.000 € mehr wie vor 2 Jahren für das Fahrzeug, das finde ich einen ganz schönen Hammer. Aber so ist es. Hoffentlich gehen die Preise auch mal wieder runter und nicht mehr so steil nach oben, wie sie die letzten 2 Jahre nach oben sind. Insgesamt, wie gesagt, top zufrieden mit dem Fahrzeug, auch nach 2 Jahren. Wir wollen es nicht mehr missen. Wir hoffen, wir haben noch eine Menge schöne Reisen und schöne Abenteuer mit dem Fahrzeug. Ihr könnt dabei sein. Wie gesagt, wenn euch gefällt, was wir machen, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Es hilft uns, tut euch nicht weh. Also in diesem Sinne wünsche ich euch was und schöne Zeit.